Das ist Cengiz aus Kirgisistan. Er arbeitet schon seit 2,5 Jahren in Frankfurt am Main. Heute hat Cengiz eine Kündigung von seinem Chef erhalten. Daraus ergeben sich einige Fragen. Was bedeutet eine Kündigung? Kann ein Arbeitgeber einfach ohne Grund kündigen? Was muss man bei einer Kündigung beachten? Und wo bekommt man Unterstützung? Cengiz wendet sich an eine Beratungsstelle von Faire Integration. Dort wird ihm gesagt, dass man ihm alles zu seiner Kündigung erklären kann. Jetzt weiß er Bescheid. Hier kommen die 4 Dinge, die auch du zum Thema Kündigung wissen solltest. Was bedeutet eine Kündigung? Eine Kündigung ist eine einseitige Erklärung vom Arbeitgeber oder von ArbeitnehmerInnen, mit der ein Arbeitsverhältnis beendet wird. Der Chef hat Cengiz gekündigt. Das heißt, er möchte, dass Cengiz nicht mehr im Betrieb arbeitet. Eine Kündigung muss immer schriftlich sein. Eine mündliche Kündigung ist nicht wirksam. Für eine Kündigung gelten Kündigungsfristen. Eine Kündigungsfrist ist die Zeit, die Cengiz nach Erhalt seiner Kündigung noch weiterarbeitet, bis das Arbeitsverhältnis beendet ist. Die Kündigungsfrist in der Probezeit beträgt meistens 2 Wochen. Die Kündigungsfristen nach der Probezeit sind mindestens 4 Wochen. Cengiz ist nicht mehr in der Probezeit. Das bedeutet, dass er nach der Kündigung bis zum Ende der Kündigungsfrist, also noch 4 Wochen weiterarbeitet. Das Datum, wann das Arbeitsverhältnis beendet ist, steht in der Kündigung. Auch wenn Cengiz selbst gekündigt hätte, müsste er sich an diese Frist halten. Nur wenn Cengiz eine fristlose Kündigung bekommt, dann arbeitet er nicht weiter im Betrieb. Die fristlose Kündigung gilt sofort. Das bedeutet, das Arbeitsverhältnis ist sofort beendet. Aber Achtung! Der Arbeitgeber braucht einen wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung. Ein wichtiger Grund ist zum Beispiel Gewalt am Arbeitsplatz oder Diebstahl. Vorsicht! Bei einer fristlosen Kündigung durch den Arbeitgeber droht eine Sperre des Arbeitslosengeldes. Cengiz hat schon von Aufhebungsverträgen gehört und ist hier vorsichtig. Bei einem Aufhebungsvertrag einigen sich Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen darauf, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird und beide Seiten unterschreiben. Cengiz weiß aber, dass das Nachteile haben kann. Ein Freund von ihm hatte einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, ohne zu wissen, was das bedeutet. Dann hatte er 3 Monate kein Arbeitslosengeld bekommen. Der Vertrag kann auch nachteilige Regelungen enthalten. Deswegen weiß Cengiz, dass er nichts unterschreibt, was er nicht zu 100% verstanden hat. Auch wenn Cengiz selbst gekündigt hätte, müsste er mit einer Sperre beim Arbeitslosengeld rechnen. Kann der Arbeitgeber ohne Grund kündigen? In den ersten 6 Monaten eines Arbeitsverhältnisses kann ein Arbeitgeber einfach ohne Grund kündigen. Nach den ersten 6 Monaten ist das häufig anders. Eine Kündigung ist meistens nur mit einem Grund möglich, denn in vielen Fällen gilt der sogenannte gesetzliche Kündigungsschutz. Auch für Cengiz. Er arbeitet schon seit 2,5 Jahren für seinen Chef. Das Kündigungsschutzgesetz greift, wenn man erstens als Arbeitnehmerin länger als 6 Monate in einem Betrieb arbeitet und wenn zweitens der Betrieb mehr als 10 Mitarbeitende in Vollzeit beschäftigt. Dann ist man vor einer Kündigung geschützt. Manchmal ist es komplizierter und es kann auch andere Gründe geben, warum eine Kündigung nicht wirksam ist. Deswegen ist eine Beratung immer sinnvoll. Für Arbeitgeber gibt es 3 Gründe, weswegen sie Mitarbeitenden kündigen können. Erstens, der Arbeitgeber spricht eine betriebsbedingte Kündigung aus. Das geht zum Beispiel dann, wenn der Betrieb keine Aufträge mehr bekommt und deswegen keine Arbeit mehr für seine Mitarbeitenden hat. Zweitens, der Arbeitgeber spricht eine verhaltensbedingte Kündigung aus. Das kann er dann machen, wenn Mitarbeitende sich falsch verhalten haben, zum Beispiel immer zu spät kommen oder ihre Arbeit verweigern zu tun. Drittens, der Arbeitgeber spricht eine personenbedingte Kündigung aus. Das ist möglich, zum Beispiel wenn man viele Fehltage durch Krankheit hat und somit der Arbeitgeber Probleme in seinem Betrieb bekommt. Aber Achtung! Die Kündigung ist immer das letzte Mittel eines Arbeitgebers und kann nicht einfach so ausgesprochen werden.
Was muss man bei einer Kündigung beachten? Cengiz weiß nicht, warum sein Chef ihm gekündigt hat, denn in seiner Kündigung steht nichts dazu. Er weiß auch, im Betrieb gibt es viele Aufträge und Fehler hat er auch keine gemacht. Was muss er also tun? In seiner Kündigung steht, dass er sich innerhalb von 3 Tagen bei der Agentur für Arbeit melden muss. Also geht er am nächsten Tag dorthin und meldet sich arbeitssuchend. Aber eigentlich möchte Cengiz seine Kündigung nicht einfach so akzeptieren. Bei der Beratungsstelle von Faire Integration erklärt man ihm, was er machen kann. Hier wird ihm gesagt, dass er beim Arbeitsgericht eine Kündigungsschutzklage einreichen kann. Dafür hat er nach Erhalt seiner Kündigung genau 3 Wochen Zeit. Wenn er in den 3 Wochen nichts macht, dann ist es zu spät und er kann sich auch gegen eine unwirksam ausgesprochene Kündigung nicht mehr wehren. Cengiz kann die Klage alleine oder aber mit der Hilfe eines Anwalts oder einer Anwältin einreichen. Mithilfe der Klage kann er, wenn er Erfolg hat, vielleicht doch weiterarbeiten oder bekommt zumindest eine Abfindung. Wird das Arbeitsverhältnis beendet, hat Cengiz einen Anspruch darauf, dass sein Chef ihm einige Unterlagen gibt. Das sind die Abmeldung von der Sozialversicherung, einen Ausdruck über die elektronische Lohnsteuerbescheinigung, ein Arbeitszeugnis und die letzte Lohnabrechnung. Anhand der letzten Lohnabrechnung kann Cengiz prüfen, ob seine Urlaubstage, die er nicht genommen hat, ausbezahlt wurden. Das nennt man die Urlaubsabgeltung und die wird mit dem letzten Gehalt bezahlt. Wo bekommt man Unterstützung? Unterstützung kann sich Cengiz bei Faire Integration holen, die ihn beraten. Das hat er bereits gemacht. Darüber hinaus kann er eine Anwältin oder einen Anwalt kontaktieren. Die kosten natürlich Geld, aber unter bestimmten Voraussetzungen kann der Staat einem Prozess Kostenhilfe gewähren. Dann werden Kosten zunächst übernommen, müssen aber eventuell zurückgezahlt werden. Oder man kann sich Unterstützung bei einer Gewerkschaft holen. In Gewerkschaften schließen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen und kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Menschen, die in einer Gewerkschaft organisiert sind, bekommen dort Unterstützung, wenn sie ein Problem mit dem Arbeitgeber haben. Sie beraten und haben auch Anwälte. Hast du noch Fragen oder ein Problem mit dem Chef der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter? Lass dich beraten. Eine Beratung bei Faire Integration ist kostenfrei und anonym. Auf unserer Website findest du alle Adressen der Beratungsstellen und weitere wichtige Informationen zu deinen Rechten auf der Arbeit.